Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Review. Ich bin Öz und in diesem Video werde ich euch das Tenways CGO 600 E-Bike vorstellen und meine persönlichen Erfahrungen teilen. Lass uns direkt loslegen. Das CGO 600 ist ein leichtes und elegantes Urban City Fahrrad, das mit vielen interessanten Features ausgestattet ist. Bevor ich jedoch ins Details gehe, möchte ich euch einige wichtige Informationen über das Fahrrad geben. Das CGO 600 verfügt über eine 252 Watt Batterie, die laut Herstellerangaben eine Reichweite von etwa 70 Kilometern bei Dauerfahrt ermöglicht. Diese Angabe basiert natürlich auf Testbedingungen nach PAS Level 1. In meinen eigenen Tests, bei denen ich das Fahrrad über 2-3 Tage hinweg auf unterschiedlichen Strecken und in verschiedenen Unterstützungsstufen gefahren bin, konnte ich mit meinem gemischten Fahrstil von Bergauf- und Bergabfahrten, ebenen Strecken und den Unterstützungsstufen 1, 2 und 3 eine Strecke von 33 Kilometern erreichen. Mit den verbleibenden 3% Akku ist eine Fahrt insgesamt von bis zu 35 Kilometern möglich. Selbst wenn der Akku komplett leer ist, ist es auf geraden Strecken kein Problem, das E-Bike ohne elektrische Unterstützung weiterhin problemlos zu fahren. Zur Info, ich wiege 86 Kilogramm und ich bin 1,80 groß. Das Reingewicht des Fahrrads beträgt 15 Kilogramm, was es zu einem leichten und handlichen Gefährt macht. Mit 0 Sekunden Assistenzverzögerung sorgt das Fahrrad für ein reaktionsschnelles Fahrerlebnis. Der bürstenlose Nabenmotor und der magnetischen Drehmomentsensor bieten eine angenehme und stressfreie Fahrt. Besonders im Sommer ist es eine Freude, ohne starkes Schwitzen zum Büro oder zu Treffen zu gelangen. Das Fahrrad hat keine Gangschaltung und die Unterstützung erfolgt automatisch. Selbst leichte Bergauffahrten können mit konstanten 25 km/h bewältigt werden, während auf ebenen Straßen eine entspannte Geschwindigkeit von 28 bis 30 km/h ohne große Anstrengung möglich ist. Wenn man jedoch mehr Geschwindigkeit erreichen möchte, hat man das Gefühl, dass sich die Pedalen einfach in der Luft drehen und man nicht deutlich schneller wird. Meiner Erfahrung nach erfüllt das Fahrrad seine Aufgabe hervorragend, indem es ein angenehmes und entspanntes Fahrerlebnis für die City bietet. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal des CGO 600 ist der Gates Carbon Riemen. Dieser ist wartungsfrei und äußerst robust. Ein Fahrerlebnis von bis zu 30.000 Kilometern ist möglich, ohne den Riemen austauschen zu müssen. Das ist definitiv ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Ketten. Das E-Bike ist mit reflektierenden Radrändern ausgestattet, sodass ihr im Dunkeln gut sichtbar seid. Das integrierte Frontlicht macht den Fahrweg hell genug und bietet eine sichere Fahrt. Der integrierte Akku des Fahrrads kann in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, was eine relativ kurze Ladezeit ist. Die sportliche Geometrie des Fahrrads verleiht ihm ein urbanes und ästhetisches Aussehen. Zudem ist es mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, die für eine zuverlässige Bremsleistung sorgen. Der Sattel des CGO 600 ist sportlich, aber wenn es um Komfort geht, gibt es definitiv bessere Optionen. Da ich bereits seit langer Zeit mit einem Komfortsattel fahre, musste ich mich erst dran gewöhnen. Anfangs empfand ich den Sattel als etwas hart, aber nach einer Weile hatte ich mich dran gewöhnt und es war in Ordnung. Die Komponenten des Fahrrads gehören zwar nicht zu den bekannten Marken, aber sie funktionieren einwandfrei. In Anbetracht des Preises sind die hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro, der 6061 Alurahmen, das Gewicht von etwa 15 Kilogramm und der Carbonriemen nicht selbstverständlich. Das CGO 600 bietet hier also ein gutes Gesamtpaket. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist, dass das CGO 600 kein Federungssystem hat. Wenn ihr also auf Schotterwegen fahren möchtet, werdet ihr natürlich die Vibrationen spüren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fahrrad in erster Linie
für den Einsatz in der Stadt konzipiert ist und sich an Fahrer richtet, die hauptsächlich auf asphaltierten Straßen unterwegs sein möchten. Wenn ihr also vorhabt, das Fahrrad für den Stadtverkehr zu nutzen und überwiegend auf asphaltierten Straßen fahrt, sollte dies kein Problem darstellen. Die fehlende Federung trägt auch dazu bei, dass das Fahrrad ein leichtes Gewicht hat und agil auf urbanen Strecken unterwegs ist. Der Bordcomputer des Fahrrads zeigt alle wichtigen Informationen an, wie zum Beispiel die gefahrenen Kilometer, den verbleibenden Akkustand und die voraussichtliche Restreichweite. Über den Bordcomputer kann auch das Licht einfach per Knopfdruck gesteuert werden. Wenn ihr das Fahrrad nicht mehr fahren möchtet, aber den Berg hinaufschieben müsst, könnt ihr einfach die Unterstützung einschalten und nebenher laufen. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall, dass der integrierte Akku austauschbar ist und dass eine vollständige Aufladung in nur 2,5 Stunden möglich ist. Die hydraulischen Scheibenbremsen, der Carbonriemen und das optimale Gewicht sind weitere Pluspunkte. Kritikpunkt ist der Sattel, der etwas komfortabler sein könnte. Dies ist jedoch Geschmackssache. Manche Fahrer bevorzugen möglicherweise einen anderen Sattel. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag wäre ein festes Hinterlicht und die Möglichkeit, Vorder- und Rücklicht gleichzeitig einzuschalten. Allerdings gibt es dafür eine portable, aufladbare Lichtquelle, was den Zweck ausfüllt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das CGO 600 Elektrofahrrad im Alltag eine solide Leistung bietet. Je nach Fahrstil und Strecke kann man problemlos mindestens 35 Kilometer zurücklegen. Für mich persönlich reicht die Reichweite aus, um 4 bis 5 Tage lang zur Arbeit und zurück nach Hause zu pendeln. Das Fahrrad ist mit seinem schönen Design, seinem leichten Gewicht und seinen urbanen Eigenschaften definitiv eine gute Wahl für den relativ günstigen Preis eines E-Bikes. Das war mein Review zum CGO 600 E-Bike. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Erfahrungen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für weitere spannende Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Testbedingungen. Sorgt das Fahrrad für ein reaktionsschnelles Fahrerlebnis. Fahrerlebnis. Oh meine Güte. Fahrerlebnis. Ich kann das nicht sagen. Das gibt's doch gar nicht. Dieser ist weit und die voraussichtliche Reichweite weit und die voraussichtliche Restreichweite. Ein weiterer aufladbare oder auflädbare Ines?